Was geht ab, Leute? Janik mein Name und willkommen zu einem neuen TechBear-Video. Und zwar gucken wir uns heute mal einen Shop außerhalb der EU an. Letztes Video hatten wir ja Uniqlo, was ungefähr jeder in seinem Land hat in der EU, wo man bestellen kann, jedenfalls übers Internet. Und heute gucken wir uns mal Dorice Aeron an. Das ist ein Shop aus Taiwan und außerhalb der EU ist natürlich immer so die Sache, Zoll kostet viel, man weiß nicht, wie man Sachen zurücksenden soll, ob man Sachen zurücksenden soll oder kann. Was ist, wenn die Sachen zu groß sind, zu klein, wie bestelle ich bei so einem Shop überhaupt, können die mir helfen, etc. Und wir gehen heute mal auf Hosen ein. Ich habe zwei Hosen, die ich einmal vergleichen werde von Dorice Aeron. Da zeige ich euch mal, was die Eigenschaften sind, wie beim letzten Mal, wie sie aussehen, was nice ist, was vielleicht noch nicht so nice ist. Und am Ende gucken wir, ist der Shop wirklich gut, sollte man da bestellen und ist es wert, da zu bestellen. Nur um euch so einen kleinen Einblick zu geben in Dorice Aeron, das ist wie gesagt ein taiwanischer Shop, der Techwear anbietet, gerade im asiatischen Look, was natürlich hier in Europa immer so ein bisschen schwer ist zu kaufen. Meistens muss man das über Reseller kaufen, dann ist die Qualität blöd, weil es ja meistens auch nur Billigware aus China ist. Und ja, aber Dorice Aeron habe ich wirklich schon länger ein Auge drauf und seit Jahren auch ein Auge drauf. Und die haben wirklich sehr, sehr nice Sachen. Also jetzt nur mal vom Aussehen her. Gerade zum Beispiel der neue Noragi ist insane. Also bin ich schon wieder kurz davor, den zu kaufen. Und ja, damit ihr aber eine ungefähre Vorstellung habt, was das eigentlich für ein Shop ist. Bestellen könnt ihr bei denen über die Website. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwer bei denen. Gerade wenn man die Sprache nicht versteht oder nicht lesen kann. Deswegen könnt ihr den Shop einfach auf Facebook anschreiben. Ihr könnt ihnen einfach sagen, jo, ich möchte gerne dir den Artikel zu der und der Adresse geschickt haben. Und dann stellen sie euch aber eine Rechnung bei PayPal und schicken euch das zu. Der Versand war, glaube ich, auch ungefähr immer so bei 30 €. Und das Ganze wird in taiwanischen Dollar berechnet. Heißt, die Sachen sind nicht wirklich so teuer. Also mal für ein T-Shirt, man muss immer gucken, die haben oft Sachen im Angebot. Also die haben oft mal Sachen 50% runtergesetzt, was eigentlich ja nicht so ein gutes Zeichen ist. Heißt, wenn man um 50% runtersetzt, kann die Qualität halt nicht so gut sein, dass dieser 100% Preis gewährt ist sozusagen. Aber bei denen bin ich mir ziemlich sicher, ja klar, der volle Preis ist nicht immer gewährt. Aber auch wenn ihr Sachen für den vollen Preis dort kauft, sind sie wirklich nice. Fangen wir mit der FTR P07 an. Das ist eine Hose, die ich mir jetzt Anfang des Jahres hier gekauft habe. Und die kam in so einem richtig nicen kleinen Package. War super, super hochwertig. Muss ich natürlich beim Zoll abholen. Passiert natürlich. Aber einfach generell mal zum Look zur Hose. Der Taper in der Hose ist super, super sick, finde ich. Diese Unterstufung zwischen, okay, hier hört die Hose auf und hier fängt der Taper sozusagen direkt an. Ist super, super interesting und ist ein super, super Detail, auf welches mich auch schon viele Leute angesprochen haben. Dann ist halt diese, wie soll man sagen, der natürliche Taper ist schon drin, heißt die Hose wird nach unten schmaler und dann kommt halt noch dieser extra Taper. Dazu kommen dann noch die Pockets an den Seiten. Die sehen nicht so gut aus wie auf den Bildern im Internet, das muss man leider sagen, aber sie geben doch nochmal ein sehr nices Detail. Gerade da die Pockets diesen kleinen Zipfel sozusagen da oben haben, diesen kleinen Sonic-Zipfel sozusagen. Das macht die nochmal sehr, sehr interessant und macht es halt nochmal anschaulicher als einfach nur normale Pockets, die an den Seiten sind. Und sie sind halt ein bisschen angewinkelt. Heißt, sie sind nicht komplett gerade, sondern sind ein bisschen angewinkelt. Das passt auch nochmal zum Look her und macht das Ganze auch noch ein bisschen sleeker, anstatt einfach nur straight nach unten. Tragen würde ich die Hose generell mit tieferen Schuhen. Heißt, ich würde jetzt nicht mit den guten Akku Impressors drin rumlaufen, weil die drücken halt diesen Taper ziemlich doll nach oben und dann hat man halt dieses Wellige, was man ja eigentlich nicht möchte bei Hosen, sondern möchte, dass es schön gerade runter geht. Was natürlich oft nicht unbedingt machbar ist, da Hosen selten perfekt passen, jedenfalls bei mir. Aber tiefere Schuhe helfen da bei dieser Hose definitiv sehr. Das Material fühlt sich auch sehr, sehr nice an der Haut an, also fühlt sich sehr weich an, aber wie gesagt auch nicht billig. Und der eingebaute Gürtel gibt auch nochmal diesen kleinen Detail, weil er so ein bisschen sozusagen überhängt. Oh, hier ist nochmal so ein kleiner Dongle. Was ist das? Was wird damit gemacht, wenn man das Ganze halt von außen sieht? Also eine außenstehende Person gibt halt nochmal diesen kleinen interesting Detail dazu und macht sie ein bisschen weniger plain sozusagen. Und ja, was natürlich viele von euch auch straight sehen, das ist so dieser typische Asian Techwear Look, den man haben möchte mit dieser Hose. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Sieht einfach sick aus in my opinion. Generell ist diese Hose auch wasserfest bis zu einem bestimmten Grad. Damit wirbt DA auch auf ihrer Webseite. Hier mit einem wasserfesten Bild sozusagen. Hey, guck mal, da kommt kein Wasser durch. Ist natürlich, also wenn ihr jetzt unter starkem Regen steht, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist das Ding natürlich auch durch. Aber sie ist deutlich wasserfester als zum Beispiel eine einfache Jeans. Außerdem ist die Hose
sehr luftig. Heißt, gerade im Sommer zum Beispiel kann man diese wirklich sehr, sehr gut tragen, ohne dass man runter krass schwitzt. Aber sie ist jetzt auch nicht zu luftig, dass man jetzt im Winter bzw. bei kälteren Temperaturen von, sagen wir, 10 bis 12, 13, 14 Grad da jetzt drunter kalt wird. Da braucht man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Die einzigen negativen Punkte sind, dass diese Zipfel an den Taschen sich im Klettverschluss gerne mal verfangen und dann ein bisschen diese Fäden ganz, ganz leicht rausziehen. Die kann man einfach abschneiden mit der Schere, das ist nicht das Problem. Aber hier hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht nochmal eine andere Konstruktion macht, dass man, wenn man sich hinsetzt, sich keine Gedanken über diese Zipfel machen muss. Und generell ist natürlich auch hier wieder dadurch, dass die Hose schwarz ist und dieses, wie soll man sagen, glatte Material hat, muss man sich Gedanken machen über hellen Schmutz. Also gerade bei dieser Hose habe ich das wirklich sehr, sehr doll gemerkt. Ich weiß, darüber meckere ich oft, aber gerade bei dieser Hose merkt man das wirklich sehr, sehr doll, wenn man zum Beispiel sich länger mit den Armen drauf abstützt, dass Hautpartikel in die Hose reingehen und die kriegt man dann auch nicht mehr so leicht raus. Also da muss man dann wirklich mit einem kleinen Schwamm oder mit einem kleinen Lappen rangehen, einfach nur kurz mit Wasser ein bisschen nass machen und dann ist es auch zweimal wischen und es ist draußen. Aber ja, ist natürlich ein bisschen doof, dass sowas erst in die Hose reingehen muss, bevor man es rauskriegt und dass man da keine Lösung hat, das vielleicht zu verhindern mit einem etwas festeren Stoff oder etwas dichter genähterem Stoff. Kommen wir zur guten FTR P06D. Die habe ich mir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gekauft, Anfang 2019. Und da war das Problem, dass ich sozusagen Dura-Rise Aeron gefragt habe, yo, ich bin so und so groß, wiege so und so viel, könnt ihr mir die Größe empfehlen? Die haben mir dann die Größe XL empfohlen. Wie man vielleicht auch in der Videofoto sieht, ist das ein bisschen zu groß für mich. Sowohl von der Länge als auch von der Breite her. Fand ich da jetzt nicht so schlimm. Ist natürlich ein bisschen blöd beim Zurückschicken, weil kostet Tons nach Taiwan zurückzuschicken und dauert halt ewig. Und ich habe auch sie angeschrieben, hey, yo, hier, das ist zu groß und sowas. Habe da leider keine Antwort drauf gekriegt, sondern nur gelesen, der Klassiker. Aber ich denke mal, das sollte auch zurücksenden kein Problem sein. Sie haben es mir auch angeboten, ein paar Wochen vorher. Aber schade, dass man da halt nur gelesen kriegt und nicht einfach mal ein kurzes Angebot. Hey, yo, wir nehmen es als Rücksendung, kein Problem. Vom Look her ist diese Hose wirklich sehr, sehr baggy-like und fällt sehr, sehr groß aus. Das ist aber auch so gewollt. Also man soll zum Beispiel auch Oversize-T-Shirts mit dieser Hose tragen. Damit wirbt DA auch auf ihrer Webseite. Ist aber natürlich bei mir zum Beispiel so eine Sache, das macht meine Beine halt riesig. Das lässt sie riesig aussehen. Man muss es wirklich gut pairen. Gutes T-Shirt, was gute Größe hat. Und dann halt die Hose wirklich gut tragen im Sinne von T-Shirt drüber. Also ich könnte zum Beispiel das T-Shirt nicht in die Hose reinstecken bzw. reinfalten, weil dann würden meine Beine einfach huge aussehen. Generell hat diese Hose auch nicht so viele Funktionen wie die P07. Das ist halt wirklich einfach nur Pants. So, die haben 2 kleine Taschen und das war's. Die sind hier wirklich nur für den Look da. Da diese Hose auch ein bisschen höher geschnitten ist, normalerweise, wie gesagt, bei mir ist sie ein bisschen zu lang, aber normalerweise ist sie etwas höher geschnitten, sollte man hier, wie auch auf den Bildern, zum Beispiel die Acronym Prestos damit tragen, also höhere Schuhe, weil sobald ihr wirklich niedrige Schuhe tragt oder sleeke Schuhe, also wirklich schlichte, dann fällt diese Hose wirklich sehr, sehr auf. Also man muss da wirklich schon, oder man sollte auffällige Schuhe damit tragen, damit diese ein bisschen den Fokus weglenken von dieser großen Hose. Die Dongles, die da dran sind, diese kleinen Dinger, die da dran hängen, beziehungsweise die etwas längeren Dinger, die sind auch wirklich nur zum Aussehen da. Man könnte sie so ein bisschen als Gürtel benutzen, ist aber so, also sie werben auch nicht damit und sie haben, glaube ich, den Nutzen auch nicht so gesehen, dass sie als Gürtel benutzt werden, sondern die sind auch hier wirklich nur für den Look da. Sind interesting, wenn man sie anguckt und für den Look sind sie wirklich sick. Also ich finde, sie tragen sehr zum Look bei, nur beim Gehen. Also wenn man jetzt durch die Stadt geht, dann dauern die Dinger da die ganze Zeit rum. Das ist so, ja, ist nicht schlimm. So, es ist nicht schlimm, aber man kann sich dadurch sehr schnell ablenken lassen. Der Tragkomfort ist hier auch wie bei der P07. Sie ist wirklich leicht, sie ist nicht so schwer und sie fühlt sich wirklich gut an der Haut. Hier ist natürlich wieder auch das Problem mit dem hellen Schmutz. Man muss halt wieder einen Lappen nehmen oder einen Schwamm oder sowas und das einmal kurz mit Wasser rauswaschen. Zweimal, da ist es auch weg. Aber es ist natürlich auch hier ein bisschen unlucky. Aber hey, das ist Beschweren auf hohem Niveau. Als kleiner Bonus habe ich nochmal das FT01E Shirt. Das ist aber wirklich nichts Spezielles. Das ist halt wirklich aber nur normale Baumwolle als Shirt. Dann hinten halt das Logo drauf, was wirklich hohe Qualität hat. Das kann ich nicht anders sagen. Aber das Shirt generell als Ganzes ist ja tatsächlich nichts Besonderes so. Das Logo hinten ist nice. Das Problem ist, dass die Fäden sich über Zeit wirklich selber allein rausziehen und man die auch rausziehen muss, weil die sonst way too long werden.
Aber ja, ich glaube, das waren am Ende dann 13 Euro oder sowas, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber es ist wirklich einfach nur, die sind wirklich einfach nur für den Look, die Shirts da, und bei denen braucht man sich jetzt nicht einen großen funktionellen Nutzen erhoffen. Generell würde ich die T-Shirts von denen trotzdem kaufen. Wie gesagt, auf das Noragi, was momentan im Angebot ist, habe ich wirklich ein Auge geworfen. Da bin ich wirklich gerade am Überlegen, ob ich mir das doch hole. Und ja, generell Do-Rise Aeron kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Auch wenn ein paar Sachen ihre Macken haben und wenn die Qualität jetzt nicht die beste ist, die man wirklich auf dem Markt kriegt, muss ich sagen, für den Preis, den man ausgibt für die Sachen, sind die Klamotten bzw. die einzelnen Stücke wirklich sehr, sehr gut. Man sollte vielleicht vorher gucken und sich wirklich genau bewusst sein, was kaufe ich da, welche Größe kaufe ich natürlich und brauche ich das wirklich, beziehungsweise vielleicht doch auf ein Angebot warten. Aber sonst kann ich euch den Shop wirklich sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr gerade diesen Asian Look haben wollt, diesen Asian Techwear Look haben wollt, dann kann ich euch den Shop wirklich als Einstieg sehr, sehr ans Herz legen. Versand ist super schnell, ihr könnt sie bei Facebook einfach easy anschreiben und die helfen euch dann, schicken euch eine Rechnung, schicken es los und dann habt ihr es ungefähr in 3-4 Wochen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, beziehungsweise das Review gefallen hat und dass ihr vielleicht ein bisschen jetzt mehr erfahren konntet über Do-Rise Aeron und ich vielleicht euch helfen konnte mit der Entscheidung, ob ihr da bestellen solltet oder nicht. Nächste Woche wird es leider kein Video von mir geben, da bin ich bei meiner Familie zu Hause, aber die Woche darauf lassen wir wieder was Nices einfallen. Und ja, Anregungen, Kommentare, Ideen für Videos oder irgendwelche Themen, über die ich gerne mal reden soll, alles gerne in die Kommentare. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich super, super sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!